Über die Faszination der physikalischen Medialität und deren unglaublichen Phänomene wird viel gesprochen und geschrieben. Ich möchte den Fokus für einmal auf die Hintergründe der physikalischen Medialität legen. Herzlich willkommen, ich heiße Judith Fassler. Ich arbeite seit 25 Jahren als mentales Medium und habe das Suchportal für Medialität und Heilen Dein Medium gegründet. Meine große Freudenschaft ist die physikalische Medialität. Ich gebe seit vielen Jahren im In- und Ausland Workshops zu diesem Thema. Seit 17 Jahren sitze ich in einem physikalischen Zirkel, welcher sich Flow Circle nennt. Oft werde ich gefragt, Judith, wozu das Ganze? Ich brauche keine Beweise, um zu wissen, dass es die geistige Welt gibt. Was soll es mir bringen, wenn ich sehe, dass jemandem Steine aus den Augen oder aus den Ohren fallen oder dass irgendwelche Dinge im Raum herumfliegen? Ich kann gut verstehen, dass sich Menschen diese Frage stellen, insbesondere jene, welche noch nie an einer Seance waren. Ich möchte versuchen, diese durchaus gerechtfertigte Frage zu beantworten. Alles, was ich hier erzähle, sind meine Erkenntnisse und Erfahrungen, welche ich in Hunderten von Seancen gesammelt habe. Natürlich kenne auch ich die Wahrheit nicht. Ich möchte hier einfach meine Gedanken zu diesem Thema mit dir teilen. Der Ursprung der physikalischen Medialität liegt in den heiligen Zeremonien der Urvölker und alten Kulturen. In diesen Zeremonien geht es in erster Linie darum, in Verbindung mit den Jenseits, mit den Ahnen, dem Universum, aber auch mit Mutter Erde und mir selber, meinem Innersten, zu treten und unsere Gebete an sie zu richten. Es ist eine Möglichkeit, wie wir zum Beispiel um Hilfe oder um Heilung bitten können. Aber auch, und das finde ich persönlich ganz wichtig, um Danke zu sagen. Diese Zeremonien können helfen, wieder ins Vertrauen zu kommen, um Ängste loszulassen, Selbstvertrauen zu gewinnen und wieder in die eigene Kraft zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass heute der Fokus immer mehr auf den Phänomenen liegt. So geht der wahre Grund oder der wichtige Grund, weshalb Menschen ursprünglich diese Zeremonien abgehalten haben, verloren oder rückt zumindest in den Hintergrund. Es kann so der Eindruck entstehen, es ginge in der physikalischen Medialität nur um die Sensation und es wäre alles nur eine riesengroße Show. Logischerweise passieren Phänomene, wenn wir gemeinsam mit den Spirits in der Lage sind, diese Portale zu öffnen. Die Phänomene stechen hervor, doch ich finde, wir dürfen nie vergessen, dass es nicht nur darum geht, Geschenke in Form von sogenannten Apporten abzuholen, sondern es geht auch darum, unsere Wertschätzung der geistigen Welt gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Wir können eine unbeschreiblich liebevolle Atmosphäre in uns aufnehmen und unseren Horizont erweitern. Schlussendlich ist es eine hervorragende Möglichkeit, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Oft geht vergessen, der Boden, das Fundament jeder Seance, das Allerwichtigste, warum wir überhaupt in diese Räume sitzen, ist die Heilung und die Liebe. In allen Seancen findet in erster Linie Heilung statt. Natürlich liebe ich die Phänomene in den Seancen, sie begeistern mich. Doch ich habe erkannt, dass es um so viel mehr geht. Ich empfehle dir von Herzen einen Besuch in einer öffentlichen Seance, um das Unglaubliche zu erleben. Das ist oft auch ein Türöffner dafür, eigene Gruppen zu gründen und selber in diesen
ultimativen Kontakt mit dem großen Ganzen zu treten. In den Seancen kommen wir viel mehr ins Vertrauen und können immer mehr Ängste loslassen. Das Selbstvertrauen wird gestärkt und wir kommen in unsere eigene Kraft. Es kann durchaus sein, dass einmal nichts passiert. Dann kommt schnell das Gefühl auf, die Spirits wären abwesend. Aber das ist ein großes Missverständnis. Der Kontakt ist da. Erst recht, wenn wir darum bitten. Nur braucht es oft viel Übung, Geduld und Zeit. Ja klar, man kann in öffentlichen Seancen kurz eintauchen und für einmal, sagen wir, hinter den Vorhang sehen. Aber die tiefe Auseinandersetzung mit diesen heiligen Zeremonien braucht Jahre. Übrigens ist die physikalische Medialität keine Religion. Es hat viel mehr mit Energie und Schwingung zu tun. Es ist die logische Konsequenz vom Kreislauf des Lebens, um das Wissen, dass alles miteinander verbunden ist. Viele Menschen berichten mir, dass ihr Leben sich seit der Gründung ihrer eigenen Zirkel verändert hat. So kann es passieren, dass einem ganze Kronleuchter aufgehen und man sich wieder an die bedingungslose Liebe erinnert, an die Heilung, welche auf allen Ebenen stattfinden kann. Ich finde, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Ich möchte hier noch die Gelegenheit nutzen, etwas über die Dunkelheit zu sagen oder warum ich glaube, dass die Seancen seit jeher in der Dunkelheit stattfinden. Immer wieder hören wir von Menschen, ihr sitzt doch nur im Dunkeln, damit ihr besser tricksen könnt. Ich kann gut verstehen, dass man auf diese Idee kommen könnte. Ich sage immer, take it or leave it. Leben und leben lassen. Wenn man sich für diese heiligen Zeremonien öffnet, bleibt meist kein Stein auf dem anderen. Das Weltbild wird in seinen Grundfesten erschüttert. Alles, was wir zum Thema Leben, oder das meiste, was wir zum Thema Leben gelernt haben, ist Makulatur. Wir verlassen die Komfortzone und lernen, über den Tellerrand zu blicken. Physikalische Medialität geht nach innen. Sie findet im Innen statt, nicht im Außen. Es werden innere Prozesse angestoßen. Es geht um die tiefe Auseinandersetzung mit sich selber und die Verbundenheit zur geistigen Welt. Wenn wir uns auf all das einlassen und Ja dazu sagen, macht die Frage nicht nach dem Beweisen wollen oder Schummeln gar keinen Sinn mehr. Es gibt Gruppen, die wie wir seit vielen Jahren im Verborgenen oder nicht öffentlich diese heiligen Zeremonien durchführen. Der Druck, der aufkommen könnte, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen, entfällt. Es geht darum, den Blick nach innen zu richten. Was wir in diesen Sitzungen lernen, versuchen wir in der Praxis umzusetzen. Zum Beispiel durch unser Handeln im Alltag, zum Beispiel im Umgang mit allen irdischen Wesen, welche uns begegnen. In unseren Seancen sagen die Spirits immer wieder, hört in die Dunkelheit und fühlt, was ihr seht. Dunkelheit ist nichts Böses. Ohne Dunkelheit kein Licht. Ohne Licht keine Dunkelheit. Beides ist für das Gleichgewicht wichtig. Beides gehört zum Leben dazu. Automatisch schließen wir die Augen beim Meditieren, beim Schlafen, wenn wir träumen. Erst in der Dunkelheit sehen wir die Sterne und das wunderschöne Nordlicht. Wir werden aus dem Dunkeln geboren. Das Leben entsteht aus der Dunkelheit. Im Seance-Raum werden aber auch die Lichter der Spirits, die sogenannten Spirits Light, sichtbar. Sie leuchten sekundenlang vor unseren Augen in allen Farben so hell, dass es blendet. Ohne Strom, ohne Taschenlampe, ohne Kabel.
Natürlich funktioniert die physikalische Medialität auch im Licht. Das ist überhaupt keine Frage. Wir alle haben tagtäglich Kontakt mit der geistigen Welt. Manche spüren und sehen es, andere nicht. Die Spirits begleiten uns alle immer und jederzeit. Wir alle kennen Phänomene, welche im Tageslicht geschehen. Die meisten jedoch tun es als Zufall ab oder man übersieht sie ganz einfach. Weil wir aber im Dunkeln des Seos-Raums nicht abgelenkt sind, also mit unseren Augen nicht herumschweifen und Dinge versuchen zu sehen, werden wir die Erfahrung im dunklen Raum viel intensiver wahrnehmen als im Licht. Also was geschieht nun im Seos-Raum, wenn man von den fantastischen Phänomenen absieht? Die Grenzen zwischen diesseits und jenseits verschwinden und wir tauchen gemeinsam mit den Spirits in ungeahnte Sphären ein. Immer mit dem unglaublichen und unbeschreiblichen Gefühl, getragen und geliebt zu werden. Mit der nötigen Geduld, dem Vertrauen, der Achtsamkeit, der Freude und der Hingabe ist es möglich, eine Zeremonie voller Wunder, Freude und insbesondere Liebe und Heilung auf allen Ebenen zu erfahren. Mit auf allen Ebenen meine ich natürlich nicht, dass jede kranke Person, die im Seos-Raum sitzt, geheilt wird. Das kann geschehen, doch Heilung bedeutet für mich auch bei sich ankommen, Vertrauen, geschehen lassen, loslassen können und den Frieden in sich selber finden. Wenn man sich auf all das einlässt, eröffnet sich eine völlig neue Perspektive auf das Leben. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass alles möglich ist, dass es keine Grenzen gibt und egal was in meinem Leben geschieht, es hat einen Sinn, alles. Zudem habe ich gelernt, dass es wichtig ist, Eigenverantwortung zu tragen, dass ich der eigene Chef meines Lebens bin. Ich habe gelernt, alleine die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen. Natürlich, das kann man alles auch außerhalb des Seos-Raums, außerhalb der physikalischen Medialität lernen. Ich glaube einfach, dieser unmittelbare, direkte Kontakt 1:1 mit der geistigen Welt verstärkt und beschleunigt die Erinnerung an unsere eigene innere Stärke und schenkt Selbstvertrauen. Natürlich ist mein Leben kein Spaziergang, nur weil ich seit vielen Jahren in diesen Zeremonien eintauche. Im Gegenteil, ich stolpere immer und immer wieder über Themen und Muster, die mich auffordern zu wachsen. Ich mache Fehler, um daraus zu lernen. Ich glaube, das Leben ist dazu da, um zu lernen, zu wachsen, zu erkennen und sich zu entwickeln. Wer sich auf diese Reise einlässt, erinnert sich immer mehr an seine individuelle, ureigene, nicht kopierbare Seelensprache mit dem großen Ganzen. Und wir lernen wieder auf unser Bauchgefühl zu hören. Ich spüre diese große Liebe und das immense Vertrauen von der geistigen Welt uns gegenüber. Das, was wir für unmöglich gehalten haben, wird zusammen mit den Spirits im heiligen Raum möglich gemacht. Es scheint ihnen wichtig zu sein, dass wir uns erinnern und verstehen, dass es zwischen Jenseits und Diesseits keine Grenzen gibt und wir mit allem verbunden sind. Sie schenken uns ihr Vertrauen, die Liebe und eben die Heilung. Sie sagen zu uns allen: Schau her, alles ist möglich, begrenze dich nicht, du bist ein Teil des großen Ganzen. Es gibt noch viel Größeres. Glaube an dich. Es gibt keine Worte, um diese unfassbare Liebe, welche in diesem Raum entsteht, zu beschreiben. Nebst diesem unbeschreiblichen Gefühl der Liebe sind für mich die Botschaften
das Wichtigste einer Seance. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest in unseren Seancen die Botschaften der Spirits niemals wertend sind. Niemals machen sie Angst. Die Botschaften unterstützen uns, unser Leben im Vertrauen, dass es kein richtig oder falsch gibt, zu leben. Niemand in der geistigen Welt bestraft uns für unser Verhalten. Es gibt kein Rennen mehr nach noch höher, noch breiter, noch tiefer, noch besser. Es gibt nur das Jetzt. Wir alle sind getragen und geliebt, genauso wie wir jetzt sind. Nicht jeder in seinem Leben hat dieselben Aufgaben zu lernen. Jeder ist auf seinem individuellen Weg, in seinem eigenen Tempo. Das ist das Spiel des Lebens. Ein niemals enden wollender Kreislauf. Je mehr ich in dieses Wissen eintauche, wie mehr wird mir bewusst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich etwas verstanden, kommt etwas Neues, Unfassbares dazu. Falls dich die Botschaften interessieren, welche wir von den Spirits im Flow Circle erhalten, findest du unten in der Beschreibung einen Link, welcher dich zu einigen der kürzeren Botschaften führt. Ich empfinde eine tiefe Demut und Dankbarkeit meinem Leben und unseren Ahnen gegenüber, welche uns alle stets unterstützen und motiviert unser Leben begleiten. Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, wozu das Ganze überhaupt gut sein soll. Wenn man diese heiligen Momente dieser Feiern im unmittelbaren Austausch mit der geistigen Welt 1:1 erlebt hat, also wenn wir versuchen, in das ganze Potenzial, welches sich in so einer Seance bietet, eintauchen, wird die Frage, warum soll das gut sein, vollkommen überflüssig. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen sich wieder an ihre eigene Seelensprache erinnern. Wie schön wäre es, wenn sich wieder viel mehr Menschen in ihren selbst gegründeten Gruppen treffen, um gemeinsam mit den Spirits in das große Ganze einzutauchen und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Auch wenn sich in den ersten Jahren möglicherweise keine großen Phänomene einstellen oder das Gefühl aufkommt, die Entwicklung gerät in Stocken. Es lohnt sich immer, sich in Geduld zu üben. Es geht darum, ins Vertrauen zu kommen, stets im Wissen, es gibt kein richtig oder falsch, nur Liebe und Heilung. Zum Schluss habe ich noch eine Frage oder Bitte an dich. Sitzt du bereits in einer Gruppe im Seance-Raum und hast Erfahrungen in der physikalischen Medialität gesammelt? Mich würde brennend interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast und was es mit dir gemacht hat. Hat sich dein Leben verändert? Schreib mir doch unten in den Kommentaren, was dich an der physikalischen Medialität, also jetzt mal abgesehen von den Phänomenen, begeistert und fasziniert. Ich freue mich, von deinen Erfahrungen zu lesen. Wenn du mehr über die physikalische Medialität erfahren möchtest, empfehle ich dir sehr gerne auch mein weiteres Video zu diesem spannenden Thema. Oder besuche mich auf meiner Webseite. Der Link dazu ist unten ebenfalls aufgeführt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.